Ja, Grüße und willkommen, wo jetzt hier beim neuen VR-Mod-Video. Ich zeige euch diesmal, wie ihr Tormented Souls in VR spielen könnt. Dieses Horrorspiel werden die wenigsten auf dem Schirm haben. Vom Gameplay ist das Spiel an die alten Resident Evil oder Survival-Horror-Spiele angelehnt, wo ihr eine feste Kameraperspektive habt, die sich immer wieder ändert und halt der Charakter dann halt in der Szene sich frei bewegen lässt. Da dieses Spiel komplett in 3D ist, weil auch neuer, versetzt einen die Mod in die First-Person-Perspektive. Ist jetzt vielleicht nicht das, was der Entwickler im Originalspiel wollte, aber der Perspektivenwechsel in VR funktioniert extrem gut. Ich hätte es auch in der Festkamera-Perspektive genommen, aber First Person ist auch schon ziemlich geil. Das Ganze lässt sich auch mit Motion Controller spielen, aber das alles zeige ich euch später im Gameplay. Und jetzt als allererstes zum Tutorial. Als allererstes müsst ihr euch wie immer das Spiel besorgen. Das gibt es auf Steam. Ich glaube auch bei GOG.com. Das Ganze kostet 20 €, ist auch mal hin und wieder im Sale. Also das ist jetzt nicht das teuerste Spiel. Und es ist wirklich ein gutes Spiel. 83% positive Bewertung, sehr positiv. Also es ist wirklich ein gutes Horrorspiel. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen heftig, das Horrorspiel. Dann natürlich als erstes immer auf Eigenschaften gehen und den VR-Kinomodus deaktivieren. Ich glaube, die Mod ist so, dass der den ignoriert, aber macht macht es sicherheitshalber aus, dann kann nichts passieren. Dann geht ihr auf die GitHub-Seite der Mod, Tormented Souls VR, geht auf Releases, wählt dort die aktuellste Version aus. Momentan Stand dieses Videos 1.0.0. Klickt auf die Zippity-Zip und ladet das dann in ein Verzeichnis eurer Wahl runter. Wenn ihr das dann alles entpackt habt, habt ihr dieses Verzeichnis oder kein Verzeichnis. Auf jeden Fall habt ihr diese zwei Verzeichnisse und 3 Dateien. Das einfach kopieren. Geht in euer Spielerverzeichnis und fügt das einfach alles ein. Dann seid ihr damit fertig. Ihr habt die Mod installiert. Ihr könnt das Spiel jetzt starten. Ihr müsst nichts einstellen und könnt sofort loslegen. Und deswegen sehen wir uns jetzt auch beim Gameplay. Und hier wären wir im Spiel. Ich weiß jetzt... Normalerweise solltet ihr eine Standard-Controller-Auslegung haben für euer jeweiliges Headset. Ich habe die Index-Controller. Falls irgendwelche Tasten nicht funktionieren oder das Ganze nicht funktioniert, kann man die Tasten individuell einstellen. Dafür macht ihr das Steam VR Dashboard auf, geht auf das Zahnrädchen, auf Controller, Show Binding UI, Tormented Souls. Leider, hier seht ihr, ich habe da schon was eingestellt, weil ich die Steuerung für Linkshänder belegt habe. Und ihr habt jetzt hier die Eingaben, die ihr wirklich machen könnt. Ich habe jetzt hier auf dem linken Trackpad von dem Index-Controllern habe ich jetzt, dass ich mit dem Südknopf das Optionsmenü, also mit dem untersten Berührpunkt das Optionsmenü aufmache, mit dem obersten zurückgehe. Beim Rechtcontroller das Touchpad ist mein Digipad, was sonst das Digipad vom Gamepad emulieren würde. Halt Klick Left Joystick, Thumbstick, Position Left Joystick, das ist halt Bewegen. Für mich ist das hier Bewegen auf dem rechten Controller. Deswegen steht da links, weil das ja standardmäßig auf links ist. Hier habe ich es halt einfach nur spiegelverkehrt getauscht. Und rechts ist halt Drehen, was ich gerne auf dem linken Controller habe. Deswegen ist das alles so getauscht. Und hier könnt ihr das... Hier sind die Knöpfe, die Xbox Gamepad-Knöpfe. A, B, X, Y. Die habe ich auch getauscht. Die werden bei euch... Also deswegen, es emuliert quasi die... Xbox Gamepad-Steuerung. Grip weiß ich jetzt gar nicht, ist glaube ich benutzen, müsst ihr ausprobieren. Aber eigentlich sollten die Controller fertig belegt sein. Dann könnt ihr zu den Optionen gehen. Ach, das ist Pfeilchen. Könnt ihr noch die Sprache einstellen, die ist standardmäßig auf Deutsch. Das ist ein Bug bei mir, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so, im Spiel hat sich immer wieder die Textsprache umgestellt. Da müsst ihr einmal wieder in den Optionen, die könnt ihr während des Spiels wieder zurück auf Deutsch stellen. Auf einmal war die auf Englisch, dann war es auf einmal auf Französisch, dann auf Spanisch. Ich weiß nicht, ob das mit dem Binding zu tun hat. Falls euch da irgendwas auffällt, dass auf einmal die Sprache anders ist, dann wird sich das hier unter allgemein verstellt haben. Grafik habe ich alles auf sehr hoch.
Motion Blur und diesen Film-Krissel-Effekt habe ich aus. Den braucht man im VR nicht. Falls es ruckelt, alles etwas runterstellen. Es wird ruckeln. Das liegt, glaube ich, nicht unbedingt alles an den Grafikeinstellungen. Das liegt wohl an der Optimierung, weil dieses Spiel ist nicht für VR gemacht. Das ist, wenn ich an bestimmten Stellen im Spiel gucke, ruckelt das. Wenn ich mich wegdrehe, ruckelt das weniger. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auf Unity oder Unreal basiert. Wenn das Unity ist, ist das der Engine bedingt. Denn dieses Spiel ist einfach, also Unity ist einfach nicht geil für VR optimiert. Das kann man auch bei Forewarned sehen, was ein natives VR-Spiel ist. Was heißt nativ? Es hat einen VR-Modus, da ruckelt das auch stellenweise. Ist jetzt auch unwichtig für dieses Spiel. Das sind alle Einstellungen, die ihr machen könnt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel und schauen uns das Ganze an. Und schwer zu erkennen ist das jetzt einfach nur eine flache Leinwand, weil das ein Rendervideo ist. A letter for me? I never receive letters. Genau, das, wo jetzt weiter steht, das ist jetzt quasi euer, beim Gamepad sind das A, B, X, Y. Also ich müsste jetzt A drücken, um auf Weiter zu kommen. Wir können jetzt mit dem Thumbstick den Brief drehen. So müsst ihr auch, wie man das kennt, zum Beispiel aus Resident Evil oder so, könnt ihr Objekte untersuchen. Genau, mit dem rechten Stick, beziehungsweise es wird jetzt bei euch umgekehrt sein, bei mir ist es halt der rechte Stick. Habt ihr die Lupe mit dem Mauscursor da drauf gehen. Interagieren. Ich sollte mir die Vorderseite des Briefes ansehen. Ja, dann macht das doch. Achso. Gucken wir uns an, von wem das kommt. Von John Doe, Willenberger, Winterlake. John Doe, das ist auch so ein Name, so ein Fake-Name, so ein, wenn man nicht weiß, wie der heißt. Bla bla bla. Zurück. B. So, jetzt können wir den Brief hinten aufmachen. Ah, mein Kopf, was war das? Glaubst du wirklich, dass du uns einfach hier sitzen lassen kannst? Ja, und dann geht's weiter. It's been 2 weeks since I received that letter from the Wildberger Hospital. Since then, I haven't been fine. Ja, was jetzt schade ist, dass jetzt hier keine Untertitel sind. Ich meine, in Flat sind die auch nicht. Das ist halt doof. Ich spiele halt deutschen Text, aber keine Untertitel. Ich habe auch keine Option gesehen für Untertitel. I'm going to the Wildberger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. Ja, sie ist auf jeden Fall zu dem Krankenhaus gegangen, um rauszufinden, was das mit dem Foto auf sich hat. Warum ihr das einer geschickt hat. Standard. Horror-Klischee 1. Von hinten K.O. geschlagen. So. Das werde ich jetzt zensieren müssen, weil ich habe keinen Bock, dass YouTube dieses Video flaggt, weil Boobies! Das Ganze ist jetzt auch im VR. Also ich kann mich hier, wie ihr seht, frei umgucken. Das Ganze ist 3D, also es sind 3D-Boobies. Sollte den Kopf stillhalten, weil dann kann man das besser blurren.
Ja, das Ganze fängt ja schon mal gut an. Wir sind jetzt in der First-Person-Perspektive. Eigentlich ist das ja, wie man schon in der Einleitung gesehen hat, von diesem Tutorial, ist das wie Resident Evil aufgemacht. Ihr habt eigentlich jetzt hier oben irgendwo eine feste Kamera und ihr seht ja jetzt die Figur von außen. Und das Ganze ist jetzt in First Person. Und wie ihr seht, wir haben Motion Controller Support. Und das ist schon ziemlich nice. Wenn ihr die Sicht oder wenn ihr eure Position neu zentrieren sollt, ihr habt keine wirklich richtigen Sexstoff. Ihr rennt so aus dem Körper weg, das zieht ein bisschen nach, aber nicht so schön. Wenn ihr den Knopf für die Menü-Taste drückt, zentriert ihr euch automatisch neu. Den einmal kurz drücken und dann seid ihr wieder zentriert. Wieder eine Cutscene. Oh, fühlt sich komisch an? Warum fühlt sich das komisch an? Ja, hier müsste wahrscheinlich ein Spiegelbild sein, aber da VR, der Shader, es ist leider, wie es ist. Ja. Und hat ihr das Auge geklaut. Ja, ist ein guter Start. Läuft doch. Genau, hier sieht man dann halt, da sind die Interaktionstasten. Jetzt A drücken, um das zu lesen. Lass sich nicht von den Schatten umfangen. Was bedeutet das? Das weiß ich doch nicht. Das ist jetzt so, das habe ich auch erst habe ich da in VR gar nicht drauf zugeschlagen. Also ihr könnt jetzt hier interagieren. Und dachte ich, hä, wieso kann ich hier nichts machen? Ihr müsst mit dem Mauscursor hier, den ihr seht, quasi hier drüber gehen. Das ist ein bisschen tricky, da das ja eigentlich ein flaches Bild ist, in Flat halt logischerweise. Diese Lupe ist jetzt, dass ich mir das Schloss angucken würde. Dann gehe ich ein bisschen zur Seite. Jetzt war kurz der Finger, siehst du, hier ist der Finger und jetzt wieder da. Das ist quasi jetzt die Schranktür, die ich aufmache. Das ist ein bisschen tricky. Kann auch sein, dass ihr ab und zu in der Position nicht richtig steht, dass ihr das Item gar nicht zu packen kriegt. Dann müsst ihr einmal rausgehen, also aus der Ansicht rausgehen jetzt vom Schrank. Wieder euch da vorstellen und neu interagieren. Ist ein bisschen tricky. Aber alles machbar. Die Zeit stand still, als meine 2 Engel vom Himmel fielen. Okay. Hä? Ich will... Ach, meine... Muss jetzt irgendwie... So, da, genau. Da wollte ich auf den Knopf drücken. Ah, genau, weil jetzt Cursor da reingeglitscht ist, hat er schon das Foto von den 2 Zwillingen gezeigt. So, es ist... Was ist denn das? 12:35 Uhr. Das heißt... Zahlenschloss. Ach, was mache ich denn da? Ist ein bisschen fimmelig. 1, 2. Na. So, haben wir den. Ja, Schloss ist egal. Jetzt machen wir da auf. Nehmen wir den Schraubenschlüssel mit. So, wir können, glaube ich, noch hier. Da ist ein Tagebuch. Achso, ja genau, Mauscursor. Junge, denk dran, Mauscursor benutzen. Ja, siehst du, jetzt glitscht zum Beispiel das Objekt da durch. Da müsst ihr halt immer ein Stück zurückgehen, das Inventar nochmal aufrufen und das dann nochmal öffnen. Das ist ein bisschen... Ich muss eben gucken, was ist denn nochmal genau da. Genau, mit den Grip-Tasten, jetzt weiß ich auch, mit den Grip-Tasten könnt ihr hier die Reiter durchschalten. Ihr könnt jetzt, wenn ihr den Mauscursor benutzt, geht ihr da drauf und drückt benutzen. Es passiert aber nichts. Das ist ein bisschen doof. Ihr müsst jetzt quasi in die Snap-Variante des Cursors gehen. Also mit dem, nicht mit dem rechten Stick, jetzt bei euch, wenn ihr Rechtshänder seid, sondern mit dem linken Stick und dann könnt ihr das machen. Und jetzt kann ich untersuchen. Und jetzt hoffe ich, dass ich das besser lesen kann.
Siehst du, jetzt kann ich es auch vernünftig lesen. Mit den Grip-Tasten könnt ihr dann auch die Seiten durchschalten. Weiß nicht, kann ich hier irgendwas machen? Eine Braut der Niederlage mit Blue Jeans. Ach, ich glaube hier, das ist ein alternatives Kostüm. Ich kann dann mir, glaube ich, was anderes anziehen, ne? Warte mal. Kann ich? Kleidung wechseln. Hab ich jetzt gewechselt? Tatsache. Ja, siehst du, jetzt habe ich zum Beispiel, jetzt ist nur ein alternatives Kostüm. Ihr könnt es jetzt ein bisschen, wie es aussieht. Und das ist aber... Klar, in Flat würdet ihr den Charakter sehen, dann macht das ein bisschen mehr Sinn. Gut, so, dann... Ja, hier muss ich aufmachen. Den kann ich ja jetzt aber noch nicht benutzen. Gehe ich jetzt hier drauf. Geht nicht. Also das ist eigentlich ist das total dämlich, dass ich jetzt noch extra das so machen muss. Wir gehen jetzt mal in den Gegenstandsbereich, gehen das. Untersuchen. Muss ich da nochmal auf das Rädchen gehen und den ein Stück aufdrehen. Finde ich ein bisschen doof, dass man diesen extra Step machen muss. Die ist nicht so doof, dass sie nicht weiß, wie man... Also, ne? Wisst ihr. So, jetzt kann ich den kombinieren. Nein, nicht kombinieren. Ich möchte es benutzen. Und jetzt kann ich raus. Und, was ich die ganze Zeit noch gar nicht gesagt habe, das Spiel ist totschick. Das sieht in VR wirklich richtig, richtig schick aus. Hier ist ein bisschen duster, hier gehe ich nicht lang. Aber diese absolut nicht creepige Puppe hat ein Feuerzeug. Und das Ganze können wir jetzt ausrüsten. Ausrüsten. Und das ist jetzt richtig cool mit den Motion-Controllern. Wir können jetzt hier frei umherfuchteln. Natürlich, mein Arm, also es geht nur in eine bestimmte Richtung. Irgendwann hört es auf, aber... Oh, hier, guck mal. Das ist schon richtig cool. Das ist schon sehr immersiv, wenn ich dann mit meinem Feuerzeug... Kurz in die Option so. Und das sieht echt schon richtig... So atmosphärisch ist das schon richtig geil. Und dann ist das wie gehabt. Ich guck mal eben, ob ich das schon finde. Ja, ich glitsche da so ein bisschen aus dem Körper raus. Ja, hier kann ich noch nicht rein. Da ist zu. Irgendwo hier. Karte der Gegend kann ich hier nicht mitnehmen. Ne, kann ich nicht interagieren. Ja, wir sind hier. Ich glaube, man kriegt auch später auch eine Karte, dass man das sehen kann. Das ist halt, wenn man Resident Evil, die Originale kennt, dann ungefähr so vom Gameplay weiß man, was einen erwartet. Ah, hier ist doch die Karte. Siehst du, sag ich da. Junge, 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 Junge. Ja, die könnt ihr dann hier immer wieder aufrufen. Von der anderen Seite verschlossen. Super! Dann gehen wir jetzt in den Keller. Was ja auch richtig hart Sinn macht in einem Horrorspiel. Und das sieht echt so geil atmosphärisch aus. Mit den ganzen Schatten und allem drum und dran. Nagelstreifen, ja. Wir nehmen die Nagelstreifen mit. Aber jetzt hat sich noch nicht der Text geändert. Das wundert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, warum der damals... Ja, jetzt glitscht das wieder durch. Sechskantmuffe. Okay. Oh, Alter, jetzt hab ich mich so... Ich weiß, dass der da doch ist. Trotzdem erschreckt man sich wegen diesem Sound und dann... Ja, wenn man mitten in der Aufnahme ist, ne? Natürlich gehen wir dahin, weil es der einzige Weg ist. Wir sind ja so dämlich.
Oh, ich habe gerade festgestellt, wenn ich den Thumbstick drücke, für die... mit dem Drehcontroller mache ich die Karte automatisch auf. Ja, das ist ja schon mal nice. So, Cutscene. Oh, ich habe immer noch die anderen Klamotten an. Ja, ist ja auch egal. Ja, nein. Ja, Thumbstick drücken ist natürlich... Sprinten. Ja, und hier ruckelt das jetzt halt. Hier ist jetzt wieder eine Stelle, wenn man an eine bestimmte Position guckt. So ist flüssig. Wenn ich... Ich weiß nicht, welche Richtung war das jetzt. Egal. Wenn ich jetzt so die gucke, ist das ein bisschen ruckelig. Ihr braucht jetzt aber keine Angst. Hier ist jetzt Untertitel. Das ist keine Cutscene, wo das nicht... So, das brechen wir jetzt mal einmal ab. Blablabla. I see. So, jetzt haben wir die Pistole des Nagelns. Ach Mann, ich vergesse das immer mit den... Tu mich immer mit den Tasten. Ausrüsten. Ja, aber du darfst das Ding ruhig weiter... Ah, ich entweder oder, alles klar. Man kann nicht, weil es ist eigentlich das Flatspiel, weil eigentlich hält die Waffe, glaube ich, so. In der Kampf... Ich weiß es gerade nicht. Das ist wie bei der Prey Dogs Resident Evil Mod. Ihr müsst jetzt den linken Trigger gedrückt halten, damit ihr quasi in die Kampfposition geht. Und dann den rechten Trigger, um zu schießen. Aber im Gegensatz zu Prey Dogs Resident Evil Mod, wo ihr wirklich physikalisch zielen müsst, ist das hier nicht so. Ihr müsst immer noch bedenken, eigentlich ist irgendwo hier die Kamera und ihr seht euch von außen. Das heißt, das Spiel zielt für euch. Ihr müsst halt in die Richtung des Gegners halten und dann einfach nur abdrücken. Ihr trefft dann einfach. Warte, ich zeige das einfach mal. Der blöde Sack sollte ja noch da sein. Da ist er. So, ich halte jetzt den linken Trigger gedrückt, rechten Trigger. Ich kann mich da noch nicht mehr bewegen. Da steht ihr still. Und deswegen, ich muss nur in die Richtung halten und... Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen eher schießen sollen. Und dann... Das ist halt der... Alter! Ich glaube, ich spinne. Alter, das ist voll eklig. Natürlich könnt ihr jetzt... Der Vorteil im VR ist, ihr könnt euch jetzt die Gegner von nahen angucken. Diese... abgefuckten... Was auch immer das ist. Und so funktioniert das Kampfsystem. Und dann gibt es halt... Die Standard Resident Evil Rätsel, die ihr kennt, wir müssten jetzt den Generator starten mit einer bestimmten Druckeinstellung, damit das alles funktioniert, damit die Rohre oder so, warum das über Druck läuft und nicht über Strom, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Und so zockt ihr euch dann durch dieses Horrorspiel. Was mehr und mehr abgefuckter wird, je länger man spielt. Also wird, glaube ich, noch richtig... Ja, brutal und verstörend, soweit ich das in den Reviews gelesen habe, weil warum hat diese fucking Statue eine Gasmaske auf? Deswegen, und ja. Richtig geil. Ich meine, auch für einen 20 ist das eigentlich gar nicht mal so teuer. Steuerung funktioniert schon extrem gut. Ach genau, Speichern ist, glaube ich, auch an festen Positionen. Ich glaube, hier kann man speichern. Glaube ich. Ist nicht eingesteckt. Oh, ich bin auch viel zu weit weg. Oh, hier glitscht das irgendwie. Hier ist das falsch mit linkem und rechten Auge gerendert. Ich meine, dass man... Ich hätte auch sowieso... da lang gemusst. Ich weiß nicht. Genau. Ist nicht hier. Ich glaube, es ist nicht hier. Aber ihr könnt auch nur an festen Stellen speichern, wie damals bei Resident Evil. Ich glaube, das sind sogar auch Schreibmaschinen oder ein Tonbandgerät. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist Tormented Soul, die VR-Mod. Ist sehr geil. Ist auch an sich, glaube ich, ein gutes Horrorspiel. Also endlich mal wieder ein gutes Horrorspiel in VR. Das kriegen wir ja nativ einfach nicht geliefert. Da müssen wir auf Mods zurückgreifen, damit wir gute Horrorspiele kriegen. Resident Evil 8 und so ist für mich nicht mehr wirklich Horror. Das ist schon... Die Grenze zwischen Action und Horror ist da schon... Es war nicht gruselig für mich, sagen wir mal so. Ist ja auch egal.
Jeder empfindet das anders. Ich finde das hier atmosphärisch schon sehr cool. Und ja, probiert es einfach aus. Schreibt in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet, wenn ihr es schon gespielt habt oder ausprobiert habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mod-Video. Tschüss.